Herzlich willkommen zu 1000 PS TV, Südspanien, Marbella und MV Agusta. Brutale 800. Neu, wahnsinnig fesch und wirklich wild zum Fahren. Es gibt natürlich etliches zu berichten. Wir haben gestern also eine Präsentation gehabt, das muss man sich so vorstellen. Da sitzt man dann mehr oder weniger wie in einer Schulklasse in so einem Hotelzimmer und draußen gibt es eben Leute, die vortragen. Und bei MV Agusta ist es so, da sitzen am Podium 4 Menschen, alle mit einem Hemd und mit einem dunklen Anzug. 3 davon haben eine rote Krawatten und einer hat eine blaue und das ist der echte Chef. Und ich meine, das ist ein Wahnsinn, das ist eine echt arge Erscheinung, dieser Castiglioni. Ein Kathole dürfte sagen, der schaut ja aus wie der Jesus Christus. Es ist wirklich irre. Und dieser Castiglioni hat dann einführende Worte gesprochen, die waren relativ lang und da waren wirklich sehr interessante Sachen dabei, wie er die Marke MV Agusta positioniert. Und es war natürlich für so einen Sportmotorradfahrer wie für mich, der japanische Motorradl irrsinnig liebt, weil sie eben so wahnsinnig toll funktionieren und so irrsinnig präzise sein, ist es natürlich schon ein Wahnsinn, wenn der die Motorradl, also die Motorradlfirmen jetzt einteilt in Entry-Level, also so Eintrittsmotorräder, dann Premium weiß man denkt man sofort an BMW und dann gibt es noch das Segment Upper Premium. Und wie gesagt, so hat er das gebracht, der Castiglioni, und hat gesagt, also die Eintrittsmotorradeln, das sind die 4 großen Japaner. Dann diese Premium-Motorradeln, da ist dabei Ducati, der Erzfeind. Dann Triumph, BMW, Aprilia, KTM. Und über diesem Premium-Segment gibt es noch das Upper Premium-Segment, also so quasi die Creme de la Creme. Und in dieser Creme de la Creme ist Harley Davidson, so sieht er das, und MV Agusta. Und natürlich denkt man sich dort als kritischer Zuhörer, na habe die Ehre, wie kommt man da drauf? Und begründet hat er das dann so, dass diese beiden Unternehmen halt nicht nur Motorradl bauen, sondern es tatsächlich schaffen, so Träume und Emotionen, ja, dass diese Ingenieurskunst darin besteht, Träume und Emotionen zu einem Motorradl zu verdichten. Das kennen eben MV und Harley Davidson am besten, hat er gesagt. Und ja, in dem Zusammenhang hat er natürlich auch auf diese Kooperation mit Mercedes AMG verwiesen und hat gesagt, dass jetzt, ich glaube, in 127 AMG-Stützpunkten stehen jetzt MV Agusta Motorräder, hat aber auch, wahrscheinlich um den Handel nicht komplett ausrasten zu lassen, gleich dazu gesagt, die werden dort nur ausgestellt. Also diese Mercedes-Fahrer können sich diese wahnsinnig tollen MV Agustas dort anschauen, aber kaufen nicht. Kaufen können sie es nur beim MV Agusta Händler. Ja, er hat dann mit seiner charismatischen Art noch was gesagt, was mir irrsinnig taugt hat. Und zwar hat er gesagt, diese Brutale gibt es eben schon seit
dem Jahr 2000, also mittlerweile fast 16 Jahre. Und die Herausforderung ist gewesen, to change everything and to change nothing. Also alles verändern, aber auch nichts. Übersetzt heißt es im Endeffekt, es muss eine brutale bleiben, aber sie muss auch viel besser werden als die alte. Und das haben sie geschafft. Also wir sind dann mörderisch da aufgenagelt nach Ronda. Das sieht man in diesem Onboard-Video, dass es da relativ forsch zur Sache gegangen ist. Obwohl noch nasse Flecken am Asphalt waren und teilweise runter geht er relativ auf in die Berge. Also es ist wie eine Bergrennstrecke mit einem sehr guten Asphalt und wunderbaren Radien. Aber es ist halt auch feucht, weil etliches im Schatten liegt dort in den Bergen und es ist schon relativ hoch. Und da ist dann schon ein bisschen rutschig und ein bisschen gefährlich. Aber diese Brutale hat ihren Namen alle Ehre gemacht und ist dort mörderisch aufgenagelt. Also hat man wirklich großen Spaß gemacht. Es ist allerdings nach wie vor kein extrem einfach zu fahrendes Motorradl. Also, dass man, wenn man jetzt als ungeübter Fahrer sich denkt, na gut, reiß her, diese Brutale ist eh nur 800er, da hocke ich mich auf und dann fahre ich gleich ganz normal. Ja, da wird man schon ein bisschen verunsichert sein, vielleicht am Anfang, weil es ist schon ein sehr, sehr scharfes Gerät. Immer noch. Obwohl, und da komme ich jetzt schon zu einer Änderung, die mir persönlich sehr taugt, sie haben diesen von Haus aus sehr steilen Lenkkopfwinkel haben sie ein bisschen flacher gemacht. Jetzt muss man keine Angst haben, so in der Art, naja, flachere Gabel, das ist ja dann ein Chopper. Nein, das ist immer noch wirklich scharf und Vorderrad orientiert, aber es ist jetzt halt auch dieser Gewichtstransfer in der Bremszone, also dass das Gewicht vorne in die Gabel reinkommt und auf den Raffen drückt, das ist jetzt viel, viel besser handzuhaben als früher, wo der Lenkkopfwinkel steiler war und ich glaube, der Radstand war auch ein bisschen kürzer noch, wie er jetzt ist. Das heißt, im Sinne der Stabilität ist es hervorragend, dass die Gabel ein bisschen flacher gestellt haben. Und im Sinne der Agilität, das ist immer noch scharf genug. Das ist ein Wahnsinn, wie das in diese Kurven einsticht. Aber weil dieser Lenker, der ist relativ breit, da spannst du fast ein bisschen auf wie so ein Flügelmantra. Es ist eigentlich eine super Position. Unter dir ist dann noch dieser Tank, der sehr weit auseinander geht. Du hast einen super Knieschluss, weil das, was ausladend ist, ist mehr oder weniger oberhalb von den Knien. Ist aber in deinem Blickfeld drinnen. Also du siehst irrsinnig schön dieses brutale 800, Mörderschriftzug und dieses wunderschöne MV Agusta Logo. Ich bin sowieso, MV Agusta taugt mir einfach seit dem Giacomo Agostini, bin ich mehr oder weniger verliebt in MV Agusta. Und dieses Logo, das jetzt ein bisschen redesigned haben, ist aber immer noch, ja, taugt mir einfach mörderisch. So, naja, wenn man weitergeht, die Lösung mit dem Heckraumen, also da wo der Sitz positioniert ist, finde ich auch irrsinnig toll, weil sie so minimalistisch und so technisch ausschaut. Sitzposition ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Es ist allerdings jetzt nicht, also wer das erwartet, dass das also ein komfortables Tourenmotorrad ist, der kann abschwingen. Komfortabel ist das jetzt nicht. Also das Vorwerk ist relativ straff, auch im Ansprechverhalten, Gabel- und Federbein, aber dadurch ist es halt auch sehr transparent und das ist meiner Meinung nach schon sehr wichtig bei so einem Motorradl, dass du wirklich spürst, wie harmoniert jetzt der Reifen mit dem Asphalt oder ist es rutschig oder hat es da eher einen mörderischen Grip, kann ich da jetzt fest zaubern oder muss es eher gut sein lassen? Also insofern finde ich diese straff abgestimmten Federelemente, die ja so viel ich weiß, voll einstellbar sind, also das kann man sicher ein bisschen softer abstimmen. Ich persönlich finde das großartig, dass sie das so gemacht haben, weil das dem Charakter dieses Motorradls wirklich entgegenkommt. Und es ist wirklich
keine Turnmaschine. Turnmaschine, glaube ich, gibt es bessere, aber es ist halt also ein echt leimendes Berghatzel-Fahrzeug. Für das ist ein Traum. Ja, ich glaube, sonst zum Fahrwerk gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen. Die Bremse hat mir taugt, bin ich sehr zufrieden gewesen. Es ist allerdings so, dieses ABS, da kann man sich entscheiden, mit ABS oder ohne ABS. Also man kann das ABS ausschalten. Das habe ich nicht gemacht, ich habe das drinnen gehabt, das ABS eigentlich die ganze Zeit. Und das hat dann schon ein paar Mal in so Bremszonen, in so Welligen, wenn ich halt hart in den Anker gehen habe müssen, weil die Kurven doch irgendwie schneller gekommen ist, wie ich das erwartet habe. Na, da bin ich 2-3 Mal in diesen Regelbereich reingekommen. Ja, möglicherweise gibt es da Systeme, die das noch besser kennen, aber es ist absolut zufriedenstellend gewesen und verdient eigentlich eine gute Note. Aber es ist sicher jetzt diese ABS-Funktion nicht die Bestmarke im Serienbau. Das ist es auch nicht. No, jetzt hat es mich fast aufgehauen, weil ist super beim Gehen. Ja, dann interessant ist natürlich auch, was ist jetzt mit dem Motor? Der Motor hat jetzt 116 PS, ist im Endeffekt das Triebwerk, was in der Turismo Veloce drinnen ist und hat eben, wie gesagt, Spitzenleistung 116 PS und ich glaube 83 Newtonmeter. Die 83 Newtonmeter, glaube ich, stehen bei 7200 Umdrehungen an und die 116 Newtonmeter schon bei 11,5. Es gibt natürlich, was gibt es, 3 verschiedene Fahrmodi und einen 4. Customer, den kann man irgendwie personalisieren, da kann man sich selber einstellen, wie man alles gern haben möchte. Der Rennmodus reduziert die Motorleistung auf 80 PS, den habe ich natürlich nicht eingelegt, obwohl wir ein paar nasse Flecken gehabt haben, aber für mich ist das immer, ja, das ist wie ein Verbrechen. Jetzt, wenn es dort irgendeinen ganz tollen Motor bauen, mit 116 PS und dann drücke ich einen Knopf und dann habe ich nur mehr 80. Ich meine, so schlecht kann das Wetter nicht sein, dass ich das haben möchte. Ich glaube, das täte mir auch nicht verzeihen. Die heißt der Brutale. Ich meine, eine Brutale mit 80 PS. Unvorstellbar. Eigentlich eine Verirrung. Ja, dann das Ansprechverhalten habe ich ausprobiert in Road und Sport. Oder heißt es Touring und Sport? Das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen. Aber ich glaube, es heißt Road und Sport. Auf alle Fälle ist Rot das normale, ja, die haben es leiwand. Rot ist ein normales Ansprechverhalten und das muss ich sagen, mit dem war ich sehr zufrieden, weil es dürfte da halt so sein, dass die Drosselklappen nicht ganz so schnell öffnen und dass der Motor nicht ganz so extrem am Gas hängt. Und bei Sport hat man dann schon gemerkt, na, das ist ein bisschen ruppiger. Das ist zwar unmittelbarer und direkter, aber eben auch ein bisschen ruppiger. Und wenn du jetzt zum Beispiel einrollst in das Ballungsgebiet, wo du dann ein paar so Schweller hast und wo du hin und wieder hinter ein Auto nachbrodeln musst, ist im normalen Rot-Modus oder Touring-Modus ist es deutlich angenehmer, weil das dann nicht so ruckelt. Es fährt relativ konstant dahin und ja, würde ich eigentlich empfehlen. Und ich habe aufgefahren, das erste Mal nach Ronda auf, habe ich diesen roten Modus drinnen gehabt und da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass mir das jetzt zu wenig aggressiv wäre. Also das kann ich nicht sagen. Und im Sport ist natürlich so, da ist dieses Erleben intensiver, weil es eben noch härter einsetzt und härter angreift, aber es ist eben auch ein bisschen unkomfortabler und ruppiger. Das ist nicht, ja, ein Ferrari, ja, keine Chance, den tät man herbrennen, 100 Pro. Im Sport ist halt ein bisschen aggressiver und kantiger und ich glaube, ich selber würde im Rot-Modus fahren. Einstellbar, also wechselbar sind diese Modi ganz locker während der Fahrt. Das ist angenehm. Die Traktionskontrolle ist 8
mehrstufig. Ich bin immer auf Stufe 4 unterwegs gewesen und habe eigentlich den ganzen Tag keinen Bedarf gehabt an dieser Traktionskontrolle, habe sie also nicht gemerkt, obwohl wir tatsächlich ordentlich festgenagelt sind. Aber es ist natürlich so gewesen, einfach das Wissen, dass dort eine Traktionskontrolle wirkt, lass die einfach befreiter ans Gas gehen, weil man einfach mittlerweile weiß, sollte es jetzt da hinten ausbrechen, fängt die Elektronik das ab, bevor es auch nur in die Nähe von so einem Highsider kommt, der wirklich ungut ist. Highsider ist ja was, das will keiner. Highsider, ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Menschen, einen kenne ich, die das freiwillig machen, einen kenne ich tatsächlich, der hat einen angesagten Highsider gemacht, aber ja, das ist, glaube ich, wirklich die Ausnahme. Bei der Traktionskontrolle habe ich dann tatsächlich diese Wirkungsweise auf Stufe 4 aber dann erlebt. Und zwar war das eine sehr langsame Kehre, wo ich meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam reingefahren bin. Jetzt habe ich mich geärgert und habe mir gedacht, Alter, jetzt sitzt du auf so einem leibenden Motorrad und dann eierst so um diese Kurven rum und habe dann im An so ordentlich Feuer gegeben da aus, also quasi wie als Wiedergutmachung an den Straßenbau, dass ich mir gedacht habe, na schau, ich weiß das zu schätzen, wie toll ihr diese Straßen gebaut habt. Und da ist es dann so gewesen, dass der Raffen hinten, das hat einen ordentlichen Slide gezogen und dann hat diese Traktionskontrolle gegriffen. Und ich glaube, die Traktionskontrolle, die hat gegriffen, bevor ich überhaupt reagieren hätte können. Also ich habe diesen Slide gespürt und mir gedacht, wow! Und normalerweise bin ich ja gewohnt, dass ich dann ein bisschen abdrehe. Es hat irrsinnig wilde Hunde gegeben. Früher, die sind dann drauf geblieben. Ich habe nicht dazugehört und gehöre heute nicht dazu, sondern ich habe dann immer leicht abgedreht. Und in dem Fall hat man das aber die Elektronik gemacht und das hat mich wirklich begeistert. Weil ich mir gedacht habe, schau, da hast du im Vierer hast du einen wirklich auf der Stufe 4 hast du einen wirklich leibenden Slide und trotzdem fängt die dann die Traktionskontrolle ein und du hast mehr oder weniger einen mörderischen Vortrieb. Und es muss auch bei dieser Maschine mit der Traktionskontrolle eine Wheelie-Kontrolle kombiniert sein, denn ich habe dann gemerkt, wie der gegriffen hat wieder, dass jetzt echt die Motorleistung da ist und dass das Vorderradl eigentlich jetzt nicht wegkommt, dann hätte ich natürlich wieder alle Hände voll zu tun gehabt und hätte mir es leicht abdrehen, aber in dem Fall habe ich voll draufbleiben können, weil es nur so 10 cm oder 5 cm abgehoben hat. Wow, fantastisch, und da hat man natürlich dann eine ganz große Freude, wenn jemand sowas Tolles baut. Ja, jetzt bin ich bei der Elektronik relativ durch. Was noch wichtig ist, weil das auch sensationell gut funktioniert, ist dieser Schaltautomat. Der 800er Motor und das 800er Getriebe war ja in der Vergangenheit nicht immer nur ein Quell größter Freude, weil es dort durchaus Maschinen gegeben hat, wo man manchmal im Leerlauf war und wo diese Gänge nicht richtig eingeflutscht sind. Das ist jetzt so, dieser Schaltautomat lässt sich so einfach zu schalten. Das ist unfassbar, man braucht fast keinen Druck am Hebel und es ist einfach göttlich. Also wenn man dort beschleunigt und das hat so ganz kurze Abstufungen, schaltet sie eben, wie gesagt, butterweich, irrsinnig einfach und funktioniert auch durch eine Blipper-Funktion beim Obischalten. Und das ist gerade auf einer Strecke, wo das schon ein bisschen, die vielleicht mit den anderen matcht, mit deinen Kollegen, ich halt mit den Journalistenkollegen, da hat es 2 wilde Hunde gegeben, die haben wir am Video drauf, die mörderisch gewillt sein. Das dürften so super Motofahrer gewesen sein, die waren wirklich gut, die 2 Jungen. Und wenn die mit dir ein bisschen matcht, dann ist es natürlich großartig, wenn am Kurveneingang jetzt diese Aufmerksamkeit, die normal dieser Kupplung und dem Einrasten der Kupplung beim Obischalten widmen musst, wenn du das komplett ausblenden kannst. Du hockst einfach einen Gang runter und die Maschine macht das mehr oder weniger selbstständig. Die steuert das, dass du hinten genauso viel Druck oder Motorbremsen auf dem Rafen hast, wie es halt, ja, wie es vertragt. Also du rutscht nicht hinten irgendwie wild herum, sofern du diese Traktionskontrolle
eingeschalten hast, sondern es macht alles der Schaltautomat, wirklich Weltklasse. Die beiden Supermoto Heroes, die haben das ausgeschalten gehabt, das ABS und die Traktionskontrolle, die sind natürlich mörderisch leiwand gewählt und haben natürlich auch jetzt spektakulär in den Kurveneingang irgendwie eingeslidet, obwohl, das war natürlich auch dann ganz klar ersichtlich, na, richtig schnell ist das nicht. Das schaut spektakulär aus, aber wenn du dann sauberen Strich fährst, könntest du sie herrichten und das ist ja auch was, wo ich mir dann denke, brutale, gut. Ja, na, das war ein Satz von dem Castiglione, ist natürlich ein Wahnsinn. Made for the pride of owning. Also MV Agusta sind gemacht, dass derjenige, der es kauft, dass der richtig stolz ist. Das hat mir natürlich taugt. Das finde ich ganz super, ist ein super Saga und ist natürlich auch ganz wichtig beim Motorradl, dass du dann wirklich stolz sein kannst, dass es deins ist. Diese Eckdaten vielleicht, der Motor hat 798 Kubik, ist natürlich Euro 4 tauglich, hat 175 Kilo Trockengewicht, das heißt in ihm auch, volltankt wird es dann haben ungefähr 195, also auf alle Fälle deutlich unter 200. 830 mm Sitzhöhe, das ist aber einerseits super, dass die Sitzhöhe relativ hoch ist, weil es dadurch natürlich auch viel Bodenfreiheit hat und du keinen extrem unguten Kniewinkel hast. Und andererseits dadurch, dass der Sitz so schlank ist, das ist ja wirklich ein göttlicher Sitz, der ist so schlank, kommst du da mit die Beine relativ locker runter, auch wenn du jetzt nicht so lange Haxen hast. Ja, Anti-Hopping-Kupplung habe ich gehabt. Ja, aber worauf sie auch stolz sein, das ist irgendwie leiwand, dass halt LED-Blinker haben, dann haben sie ein LED-Rücklicht und ein LED-Tagfahrlicht. Ist auch super, ist wirklich in Ordnung. Das reißt mir jetzt persönlich nicht wahnsinnig viel aus, aber ich finde es ganz, ganz toll eigentlich. Naja, beim Motor, geändert haben sie natürlich die Steuerzeiten der Nockenwellen. Neu sind natürlich auch diese Lufteinlässe, das heißt auf Englisch Intake Bell Mouth. Und das finde ich eigentlich ein super Begriff. Und sie haben natürlich auch diese Motorsteuerung auf neu programmiert. Haben wir insgesamt eine größere Airbox drinnen und auch auspuffseitig haben sie ein bisschen was gemacht. Deswegen hat dieser 800er Motor jetzt 116 PS. Neue Kolben, Nockenwellen geändert haben wir schon. Und angeblich durch dieses neue Motormanagement haben sie jetzt 20% weniger Verbrauch. Das muss man sich in der Praxis dann anschauen. Das kann man sich natürlich bei so einem kurzen Test, kann man da keine Aussage treffen. Und ich muss auch sagen, man müsste jetzt, wenn man diese Maschine so richtig hart beurteilen möchte, müsste man natürlich noch einige Testkilometer fahren, um diese Elektronik noch, die verschiedenen Einstellungen herauszufahren. Aber so für einen ersten Eindruck und dann für einen ersten Vergleich waren diese 150 Kilometer ausreichend und ja, es ist ein wirklich scharfes, kompaktes, tolles Motorradl, was aber für Anfänger, glaube ich, an Anfänger wird es keinen Spaß machen, sondern es wird ihn wirklich überfordern. Und das ist aber was, das finde ich in Ordnung. Es soll Motorradeln geben für Anfänger und es soll Motorradeln geben für Leute, die wissen, was tun und die gerne ein bisschen einen Thrill haben und sich gerne mit dieser Maschine auseinandersetzen und dann letztendlich mit der zusammenwachsen und alle diese Vorteile durch dieses scharfe Fahrverhalten dann auch wirklich nutzen können. Das ist noch vielleicht ganz lustig. Der Designer, der hat auch ein paar Worte gesagt bei dieser Pressekonferenz. Das war einer natürlich mit der roten Krawatten. Schon, jetzt der Wind. Gone with the wind. Der Designer hat gesagt, naja, diese MV Agusta Brutale, die Grundform ist wie eine geballte Faust. Herrlich. Und mit dieser geballten Faust wäre es jetzt gut sein lassen. Wir werden heuer ganz sicher noch einmal diese MV Agusta Brutale 800 mit anderen
Motorräder vergleichen. Ich selber finde jetzt diese Kategorisierung mit Entry-Level, Premium-Level und Upper Premium-Level, das ist mir ein bisschen zu übertrieben. Ich würde einfach sagen, diese MV Brutale 800 ist ein wirklich edles Gerät, technisch auf einem extrem hohen Niveau, vorwerksseitig scharf, motorseitig mit diesen 116 PS, das ist jetzt natürlich kein Tausender, die leistungsmäßig komplett erschlagt, aber wenn du das voll auswindest, da ist schon was los. Da ist eigentlich selten, dass du jetzt denkst, na, ich hätte jetzt aus der Kurven aus ein bisschen mehr Punch gern. Das ist eigentlich nicht der Fall gewesen. Wobei mir da jetzt tatsächlich noch was einfällt. Der Motor ist so gemacht, dass er auch von unten weg wirklich schön läuft. Oben dann zulegt, also die echte Musik spielt eigentlich erst ab 7000. Da kommt dann der richtige Punch, der kommt nicht schlagartig, aber du merkst einfach, na, da oben, da beißt er jetzt wirklich, da ist es brutal. Und wenn du jetzt so eine scharfe Partie fährst, wie wir es gefahren sind, dann schaust du natürlich, dass diese Drehzahl nie unter 6000 fällt. Das heißt, du bist sehr oft in dem Bereich 6000 bis 8000. Und dort sind dann jetzt so feine Vibrationen, die an und für sich jetzt überhaupt nicht stören, aber die mir persönlich ein bisschen in diese Hand eingefahren sind und so dieses typische Kribbeln braucht haben. Und bei den anderen habe ich das gesehen, die haben dann teilweise auch die Hand ein bisschen weggetan vom Lenker und haben das auch gespürt. Jetzt entweder gewöhnt man sich da dran oder man fährt sich halt dann richtig scharf über 8000. Jo. Ich glaube, ich werde mich jetzt von der Brutale 800 verabschieden. Ich fahre jetzt dann weiter zur nächsten Präsentation, den Polaris Slingshot. Das ist ein ganz arges Fahrzeug, schaut aus wie ein Auto, ein Dreiradler-Auto. Da bin ich sehr gespannt, weil mit sowas bin ich überhaupt noch nie gefahren. Und freue mich aber extrem auf ein Wiedersehen bzw. ein Wiederfahren mit dieser Brutale 800, die als sehr, sehr gelungen erachte, ein wirklich charismatisches, kampfstarkes Motorradl. Ciao Freunde, bis zum nächsten Mal!